Moin Freunde, willkommen zurück. Top 10 Beast Mode Sommerdüfte für die Herren. Also Herrenparfüms, Männerparfüms. Top 10 Beast Mode Düfte. Ja, für den Sommer. Mit starker Haltbarkeit, absolut bombastischer Sillage, sorry. Und ja, da machen wir natürlich richtig Real Talk, damit ja, ihr den richtigen Duft für den Sommer findet, wenn ihr auf starke Düfte steht. Mein Name ist Dennis. Willkommen zurück. So, dann fangen wir mal an. Auf Platz 10 ist der Amouage Beach Hut. Ja, Beach Hut. Also wenn ihr einen sehr schönen, sage ich mal, wie soll ich das sagen, sommerlichen, wirklich Strandduft oder ihr habt da sowas Holziges, Sommerliches, Cremiges. Das ist Beach Hut. Ihr müsst so 'ne Art Duft mögen, der strahlt 'ne Wärme aus, der strahlt 'n bisschen vielleicht Neroli im Hintergrund aus, aber anders, einfach anders. Das ist nicht, also Amouage macht das so fein, richtig gut. Und der Beach Hut, vereint Sommer, Kühle, Wärme, Strandfeeling, Sommerfeeling, also 'n richtiges cooles Sommerparfüm, was auch richtig gut hält, aber da brauchen wir jetzt heute nicht drauf eingehen. Das ist ja schon der Titel Top 10 Bismut Sommerdüfte. Dementsprechend, sind alle Düfte natürlich stark, ne? Einer mehr, einer weniger, aber hauptsächlich stark. Und der Beach Hut, gehört dazu. Das ist meine Top-Liste, nicht von der Haltbarkeit, sondern von denen, wie ich die für den Sommer, sage ich mal, mag. Deswegen. Und da ist Beach Hut auf 10, heißt aber nicht, dass er schlecht ist, sondern es ist 'n schöner Duft, wenn man so 'ne Art, ja, als wenn ihr so Schilf, so 'n bisschen so 'n Schilf habt und warm, wie gesagt, was ich schon alles aufgezählt habe, ist der Beach Hut richtig gut. Platz 9, da kommen wir zu 'n Mega Mare, richtig, von Ordo Parisi. Ein Duft, wie er im Buche steht, wenn ihr was Salziges, Moschusartiges haben wollt, wie ich sage es ja immer wieder, als wenn ihr die Titanic hochholt, Rost, Algen, alles Mögliche. Ein brutal starker Duft, der in Raum steht, der penetriert schon, so stark ist der und aber richtig gut. Also bitte den Fall, ähm, ihr müsst mal gucken, wie ihr, das ist immer Tagesform. Wenn ihr den auf die Haut sprüht, kann das tatsächlich mal sehr schwitzig riechen. Oder andersrum auch auf den Klamotten. Manchmal habt ihr, das ist einfach perfekt. Aber das riecht ihr meistens selber, ne? Das ist so 'n, es ist 'n typischer Moschusduft. Und wenn ihr den, das ist natürlich der geht so rein für euch, also in eure Haut im Endeffekt und vereint sich mit euch. Deswegen ist das immer Tagesform, wie dieser Duft riecht. Aber wenn ihr so was mögt, ist bombastisch. Ist 'n geiler Duft, muss man sich dran gewöhnen. Wer das noch nicht kennt, muss den mal eventuell ausprobieren, testen, aber Mega Mare ist schon bombastisch. So, Platz 8 ist der, ja, Erba Pura. Yes, Erba Pura. Ein, sage ich mal, Früchtecocktail von Allerfeinsten. Das muss man eigentlich, oder das kann ich eigentlich so stehen lassen. Sehr süß. Ich habe 'ne ganze Zeit, sage ich mal, nicht gedacht, dass man den auch im Sommer tragen kann. Ich denke immer, wieso s 1, 2 haben das mal geschrieben: „Den musst du im Sommer tragen.“ Ich denke mal: „Seid ihr nicht mehr ganz dicht?“ Aber dann, ich weiß auch gar nicht, warum ich da nicht selber drauf gekommen bin. In dem Fall sonst, ich habe so viel Düfte, ich mache das seit 30 Jahren, also nicht YouTube hier, aber insgesamt die Leidenschaft. Und grade, ich habe den wirklich mal bei 30, 35 Grad getragen. Der funktioniert richtig gut. Das heißt, es meistens sagt man ja, süße Düfte, also Winterdüfte werden im Sommer noch süßer. Das stimmt, der nicht. Der gleicht sich der Wärme an. Richtig genial. Wenn man was Süßes, Zuckerartiges, Fruchtiges im Sommer mag, dann ist es Erba Pura. Ja, der nächste, das wäre Platz 7, ne? Ist es 7, ja? 10, 9, 8, 7, genau. Kommt noch einer von Search und zwar Kobe. Kobe ist ein Duft, den ich, immer viel benutze. Wie ihr seht, den habe ich auch schon oft benutzt. Ich benutze den, ne, das ist, glaube ich, auch schon mein zweiter. Kobe ist ein Duft, der über die Bergamotte kommt, was Holziges, was Grünes. Es ist ein sehr genialer Duft. Der ist einzigartig, den hat man nicht wirklich oft, solch ein Duft. Ich finde,
Auch hier ist Neroli drin, aber Neroli müsst ihr, also, es ist hier kein 4711, das ist es nicht. Es ist so sehr speziell würzig sogar, warm, schilfmäßig, grün, alles Mögliche, 'n bisschen Oldschool-Touch auch. Das ist Kobe, aber für mich ein sehr, sehr perfekter Duft, finde ich, meines Erachtens. Wenn man allerdings 'n bisschen älter ist, so mit, natürlich kannst du den auch tragen, wenn du, 18 bist, aber, im Schnitt ist es nicht so wirklich, sage ich mal, angebracht. So, jetzt kommen so Platz 6 und Platz 6 ist der beliebteste Duft der letzten 3 4 Jahre und er wird wohl auch einer der beliebtesten Düfte aller Zeiten, wenn er nicht schon da drinne ist, und das ist der Imagination von Louis Vuitton. Ja, da haben wir schwarzen Tee, wir haben Zitrone und das ist der Duft überhaupt. Das ist ein Duft, der, ja, eigentlich simpel ist, eine simple DNA hat, aber meistens werden diese Düfte, die simple DNA haben, meistens immer gut oder gehypt. Das ist ein Duft, der zu Recht gehypt wird, aus meiner Sicht. Das sieht natürlich jeder anders. Viele sagen, das ist Toilettenreiniger. So weit würde ich nicht gehen, ganz ehrlich, das ist auch ein bisschen übertrieben. Das ist dann so, vielleicht weil die den Hype nicht verstehen. Toilettenreiniger tatsächlich riechen 'n bisschen anders, ne? Aber, das ist 'n schöner, wer schwarzen Tee oder wer Teedüfte mag oder überhaupt Tee, diesen Teegeruch, der ist so und so schon mit diesem Duft gut bedient und dann kommt die Zitrone hinzu und so weiter und so fort. Also, das ist schon ein sehr schönes Teil von Louis Vuitton. Teuer, aber ja, wie soll ich sagen, richtig gut. So, der nächste ist Platz 5 und das ist Marc Gebauers, ja, Orange Flamingo. Ich habe ja 'ne ganze Weile nicht die Düfte vorgestellt. Das ist auch so gewesen wollt. Auf jeden Fall, ja, Marc Gebauers Orange Flamingo bleibt trotzdem für mich immer, sage ich mal, es ist ein Duft, diese Orange, denn er ist stark, er ist präsent, er riecht nach Urlaub und so weiter und so fort. Finde ich doch tatsächlich richtig gut. Ja, ich finde es schade so 'n bisschen, dass ich die letzten Düfte von Marc jetzt nicht mehr testen konnte so wirklich und, ja, bis dato einige oder alle seine Düfte, sind wirklich, also, ich habe ja schon mal euch gesagt, dass ich diese Art, diese Stärke und diese ganze grundsätzliche DNA oder wie allgemein diese ganze Duftlinie von Marc mache. Ja, deswegen ist es ja sehr schade und so weiter. Und, ja, Orange Flamingo ist aber auf jeden Fall gut. Also, kann man nicht drüber, streiten. Ein richtig schöner Sommerduft immer noch. So, der nächste ist der Naxos auf Platz 4. Ja, jetzt habt ihr bestimmt gedacht: „Ja, dann macht er auf eins. Nein. Also, es ist immer, natürlich ist das einer meiner Lieblingsdüfte, wenn nicht sogar der Duft überhaupt. Aber das Ding ist, das ist jetzt jedenfalls 2026 sehe ich das so, es ist natürlich Honig, Tabak, Vanille, das, und der geht sehr gut im Sommer, denkt man nicht. Aber ich habe da 3 andere, die ich jetzt bevorzugen würde aktuell. Das ist ja auch immer jahresabhängig und überhaupt jedes Jahr sieht man das anders. Der bleibt natürlich trotzdem ganz weit oben. Falls Leute immer fragen, warum der Juice so dunkel ist, weil das ist von 2020 der Duft, ne? Und, die neue Version, ja, die ist trotzdem noch sehr, sehr gut. Also, wenn ich sehr, sehr gut sage, dann ist es sehr gut, ne? Aber er hat die Tiefe und hinten raus nicht ganz so wie diese alte Version, auch nicht, wenn ihr den Duft stehen lässt. Also, viele meinen, lasst den Duft stehen, dann wäre das ähnlich. Nein, das ist nicht der Fall. Platz 4, Naxos, habe ich oft genug erwähnt. So, der nächste ist der Initio Paragon. Ja, den würden viele jetzt vielleicht nicht reinnehmen. Ja, ich ja. Er ist mit der Pflaumennote, dieses trotzdem fruchtige, frische meines Erachtens, finde ich ihn gut. Ich habe ihn letztens bei der Wärme getragen, bombastisch. Vor allen Dingen ist das für mich Beast Mode von A bis Z, was viele nicht verstehen. Der wird immer in mein Herzen sein. Der Duft hat auch 'ne Geschichte und, auf jeden Fall
ein Duft, den hat auch meine Frau mal, ich wiederhole das jetzt noch mal. Wir waren auf Sylt, dann sind wir einkaufen gegangen, großer Supermarkt und sie ist da rein. Sie hat den Duft getragen, weil sie ihn auch gut findet. Wie gesagt, das hat auch alles eine Geschichte ein bisschen, noch eine längere. Und, ich habe den Duft überall gerochen im Laden. Ich habe nur nicht meine Frau gesehen. So, und das ist so bombastisch stark. Wer da was anderes meint, weiß ich nicht, Alter. Da kannst du sogar 'ne verstopfte Nase haben. Der ist wirklich stark. Und diese ganze Grund-DNA mit dieser süßen Pflaume, trotzdem Frische, was Zitrisches noch so, finde ich in meiner Nase, ich sage ja auch gern, was ich rieche, kann ja noch was in den Inhaltsstoffen drinstehen, was du gar nicht, ne? Geiler Duft, aber Initio finde ich meines Erachtens einen richtig guten Duft. So, der nächste kommt von Rayhan und ist der Antarktika, glaube ich, ne? Oh Gott, steht immer nicht, ich vergesse das immer. Und ja, den könnt ihr übrigens unten, guckt mal in die Videobeschreibung, da kriegt ihr ein paar Prozente mit meinem Code auf den Duft und überhaupt auf den Einkauf. Das ist natürlich richtig sommerlich, Pina Colada, Bora Bora Style. Ich habe auch ein Einzelvideo zu diesem Duft gemacht. Wenn ihr mehr wissen wollt, schaut mal rein. Ist noch nicht so lange her. Ein richtig geniales Teil. Wenn ihr so eine Art Düfte wie Virgin Island Water von Creed mögt, dann ist das euer Duft. 'N bisschen noch minimal anders. Richtig schön, aber dieses Zitrische, dieses Süße, dieses wirklich, ja, es ist Bora Bora. Schaut, habt mal jetzt, macht mal jetzt die Augen zu, bitte. Macht die Augen zu und stellt euch mal das Wasser vor, die Stelzenhäuser und so weiter. Denn dieser Duft, dann wisst ihr genau, wo ich bin. Oder meinetwegen auch mal die Die, wenn Bora Bora zu teuer ist. Ähm, das ist schon genial. Graham. Ja, also so für mich, die Brand macht kranke, kranke, geile Düfte. Und, mal vorweg, wenn da unten, ne, mal ausverkauft ist, müsst ihr warten. Der Gutscheincode zählt ja länger oder, ne, 'ne ganze Weile. So, jetzt kommen wir zu Platz eins. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt. Wenn nicht, müsst ihr so und so viel Geld ausgeben, auch schon, wo er da war, noch. Das ist, mal ist er da, mal ist er nicht da. Jetzt, ich weiß nicht, ob er verbessert mich, schreibt mal unter, ob der eingestellt worden ist. Amouage mit Sunshine Man. Das ist auch einer meiner Lieblingsdüfte mit ihm hier. Hier haben wir einen Sommerduft, ich weiß nicht, diese Strohblume, die hier drin ist. Diese Wärme und diese Strohige, wirklich. Und das ist, Cognac ist hier auch noch drin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Cognac ist sowas von nice. Sunshine Man, den ihr übrigens das ganze Jahr tragen könnt, der immer stark ist, der zu jeder Jahreszeit perfekt rüberkommt. Also, wenn ich glaube, ich war der Meinung, Nachhinein, wo ich jetzt hier fertig war und das Video angefangen habe, habe ich immer überlegt, der wurde doch eingestellt. Und, glaube ich. Besorgt euch den. Ich zeige den jetzt trotzdem, weil für mich, ich habe ihn ja, ist es die Eins. Wenn ihr den nicht habt, okay, und dann ist es schade, meckert nicht rum, wenn es ihn nicht mehr geben sollte, ich bin mir da nicht so sicher, denn trotzdem könnt ihr ihn auf Parfum oder irgendwo erwerben bestimmt. Müsst ihr mal gucken, auch da müsst ihr gucken. Das ist die Erstauflage, seht ihr das? Da ist der sehr wie Cognac oder Brandy oder whatever, orange. Der war 'ne Weile oder in der letzten Version grün. Der war nicht so, also, Amouage ist trotzdem noch gut, aber nicht so wie auch das ist eigentlich genau dasselbe Feeling, nur noch 'n bisschen anders wie hier. Ich finde, der ist viel dichter dran an dieser älteren Version. Da war das noch anders. Also, wenn ihr diesen Juice, wenn ihr das kriegen könnt, aber dann gut, der war auch so teuer, ne, Amouage. Aber so geisteskrank gut. Ja, das sind meine Top 10 Sommerdüfte. Yes, da schreibt mal unter in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und das würde mich mal interessieren. Und ja, welchen Duft benutzt ihr? Was haltet ihr von den 10? Könnt ihr ja mal ausschreiben. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Und an alle anderen, genießt ja den Sommer mit diesen Beast Mode Düften. Aber natürlich gibt es noch andere Beast Mode Düfte. Das ist doch ganz klar. Aber mich würde mal interessieren, welchen oder welche ihr so benutzt. Also, bis zum nächsten Mal, Freunde.